Hallo, ich zeige dir, wie du super einfach Weihnachtsdeko selber machen kannst, indem wir gemeinsam einen finnischen Weihnachtsstern basteln. Zum Basteln des Sterns benötigst du 12 gleich große Papierstreifen, Kleber, Stift, Lineal, Schere und 8 Büroklammern. Die Papierstreifen kannst du fertig kaufen oder selbst zuschneiden. Ich blende dir meine Maße als Richtwert ein, aber andere Größen sollten auch funktionieren. Wenn du alles hast, dann markiere bei den ersten beiden Streifen die Mitte. Danach legst du den ersten Streifen genauso hin wie ich und setzt mittig einen Klebepunkt. Darauf legst du jetzt senkrecht exakt mittig den zweiten markierten Papierstreifen. Es ist wichtig, dass das erste Kreuz genau ist, damit wir den Weihnachtsstern schön symmetrisch basteln können. Drücke noch ein bisschen drauf, damit's gut hält. Übrigens habe ich dir in der Videobeschreibung Kapitelmarker hinterlegt. Mit deren Hilfe kannst du schnell zwischen den einzelnen Arbeitsschritten hin und her springen. Nimm nun einen dritten Papierstreifen und setze mittig einen Klebepunkt. Der kommt senkrecht neben den zweiten Streifen, diesmal allerdings unter den ersten Streifen. Den Abstand wähle ich per Augenmaß so, wie er mir gefällt. Und wieder ein bisschen festdrücken. Falls es dir zu schnell oder langsam geht, kannst du im YouTube-Player die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen. Die Einstellung versteckt sich beim Zahnrad, wo man auch die Untertitel an- und ausschalten kann. Den vierten Streifen kleben wir jetzt senkrecht auf die linke Seite, ebenfalls unter den ersten Papierstreifen. Den Abstand schätze ich, du darfst ihn aber auch gerne ausmessen. Danach kommen noch 2 Streifen, die genauso horizontal sind wie der erste, und dann hast du das Grundmuster des Weihnachtssterns schon geschafft. Kennst du eigentlich seinen richtigen Namen? Ich versuche mich später an der finnischen Aussprache. Setze nun ungefähr hier auf dem mittleren Streifen einen Klebepunkt. Darauf legst du mittig den 5. Papierstreifen. Diesmal horizontal. Der Abstand soll zu den beiden Abständen der vertikalen Streifen passen. Den nächsten Klebepunkt setzt du auch auf den mittleren Streifen, allerdings unterhalb des ersten Streifens. Darauf legst du dann den 6. Papierstreifen. Der Abstand soll natürlich zu den anderen Streifen passen. Sobald der Kleber hält, beginnen wir mit dem Flechten des Sterns. Er wird ja auch finnischer Flechtstern genannt. Hebe den oberen Streifen links an und lege dann den linken vertikalen Streifen darüber. Das gleiche wiederholst du unten. Vorsichtshalber drücke ich währenddessen noch auf die Klebestellen. Und genauso geht es auf der rechten Seite. Wenn du damit fertig bist, klebst du die Streifen noch fest. Ich lasse den Kleber kurz trocknen und dann geht es links weiter. Jetzt noch ein bisschen festdrücken, damit unser Weihnachtsstern dann auch gut zusammenhält. Danach nimmst du diesen horizontalen Streifen in die Hand und drehst ihn so über deinen Zeigefinger, dass die Rückseite zu dir zeigt. Auf die Spitze dieser Rückseite kommt dann etwas Kleber. Anschließend nimmst du dir den linken vertikalen Streifen und drehst ihn so über deinen Daumen, dass ebenfalls die Rückseite zu dir zeigt. Und dann klebst du die beiden Enden so aufeinander und fixierst sie anschließend mit einer Büroklammer, bis der Kleber hält. Das ist die erste Spitze unseres finnischen Weihnachtssterns und du ahnst es sicher schon. Das gleiche wiederholen wir auch noch an den anderen 3 Ecken. Achte immer darauf, die Papierstreifen richtig rumzudrehen, dann wird deine selbstgemachte Weihnachtsdeko richtig schön.
Und auch diesen Papierstreifen wieder über den Daumen drehen. Danach wieder festkleben und so weiter, bis alle 4 Sternspitzen fertig sind. Dieser bei uns finnischer Flechtstern genannte Weihnachtsstern heißt auf Finnisch übrigens Punottu Paperiteetti, was einfach nur geflochtener Papierstern bedeutet. Der erste Teil des Weihnachtssterns ist damit fertig. Bastel jetzt mit den restlichen 6 Papierstreifen nochmal genau das gleiche Teil. Pausiere bis dahin das Tutorial und danach setzen wir den Stern zusammen. Wenn dein zweiter Teil jetzt genauso aussieht wie der erste, dann halte ihn genauso vor dich. Und nun drehst du ihn einmal so herum, sodass die gedrehten Spitzen zum Tisch zeigen. Anschließend drehst du ihn ein Stück, sodass die Spitzen und Streifen versetzt sind. Dann legst du ihn auf den ersten Teil des Sterns. Jetzt müssen wir die beiden Teile nur noch verbinden. Fädle dafür die oberen 4 Streifen unter die dazugehörige Spitze. Als nächstes kleben wir sie zusammen. Entferne die erste Büroklammer und setze einen Klebepunkt oben auf die Spitze des Papierstreifens. Dann klebst du die Spitze des Sterns darauf. Die rechts und links überstehenden Dreiecke werden einfach abgeschnitten. Damit der Kleber in Ruhe trocknen kann, fixiere ich das Ganze wieder mit der Büroklammer. Und weiter geht's an der nächsten Sternspitze. Wiederhole diese Schritte an den restlichen 3 Spitzen auf dieser Seite des Weihnachtssterns. Schreib mir gern in die Kommentare, wie du auf die Idee kamst, Weihnachtsdeko selber zu machen. Hast du gezielt danach gesucht oder bist du zufällig über dieses Video gestolpert? Das würde mich sehr interessieren. Gleich bin ich mit der letzten Sternspitze auf dieser Seite fertig und dann drehen wir den Weihnachtsstern um. Und auch auf dieser Seite des Sterns stecken wir erstmal alle 4 Papierstreifen unter die Sternspitzen. Jetzt verkleben wir die Sternspitzen auch noch auf dieser Seite des Weihnachtssterns und dann haben wir unsere Weihnachtsdeko schon fast fertig gebastelt.
Lass den Kleber noch kurz trocknen, danach kannst du die Büroklammern abziehen. Und jetzt weißt du, wie man aus Papier eine wunderschöne Weihnachtsdeko selber machen kann. Wenn dir das Basteln des Weihnachtssterns gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch oder lass ein kleines Trinkgeld über die Super Thanks-Funktion da. Ich sag schon mal vielen Dank. Und falls du keine neuen Tutorials verpassen willst, darfst du gerne gratis meinen Kanal abonnieren. Frohe Weihnachten wünscht Falten mit Yvonne.